Hallo Sebastian, schön dich zu sehen. Wir wollen uns heute über Mexiko unterhalten. Mexiko, ein unglaublich attraktives Land, vor allen Dingen für digitale Nomaden. Aber die große Herausforderung, wenn man sich also überlegt, dorthin zu ziehen, ist es, an gute und verlässliche Informationen zu kommen. Wir haben festgestellt, es ist fast unmöglich, etwas Deutschsprachiges im Internet zu finden, was einem diese Informationen gibt, wie es mit der Steuer aussieht, wenn man nach Mexiko ziehen würde. Und ich freue mich schon total drauf, von dir zu hören, was du so alles erlebt hast. Führ uns doch mal ein, als du dich auf die Suche gemacht hast nach Informationen über das Steuerverhältnis in Mexiko. Was hast du da rausgefunden? Naja, also es ist ganz verrückt. Also ich habe wenige Länder erlebt, wo es so schwierig wirklich gewesen ist, wie in Mexiko, verlässliche Informationen zu finden. Ja, man muss sagen, Mexiko ist unglaublich populär. Es gibt ja sehr viele Infos hier für digitale Nomaden zum Thema Visa, wie man dort lebt und so weiter und so fort. Aber was zum Thema Steuern zu finden, was wirklich hier Substanz hat, ist sehr, sehr schwierig. Wir hatten ja schon 2 Podcasts zum Thema Mexiko, da waren jeweils Anwälte da. Die konnten überhaupt nichts zu dem Thema sagen, wie jetzt Ausländer in Mexiko versteuert werden. Ich hatte selbst schon mit einem Steuerberater in Mexiko gesprochen, der hatte auch eigentlich keine Ahnung. Einwanderungshelfer haben auch keine Ahnung. Also es hat niemand wirklich Ahnung. Ja, das heißt, ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, was wir jetzt hier gleich erzählen werden, ist die einzige Quelle im deutschsprachigen Internet zumindest, wo man dazu was Umfassendes und Korrektes und Verlässliches finden kann. Ah, super. Erzähl uns aber ganz kurz, warum ist das so? Ist es, dass das System so komplex ist? Ist das System noch in der Mache? Ist es, dass man eigentlich nicht will, dass die Informationen leicht zu finden sind? Oder warum ist es, dass man zu so einem Thema in einem Land, was ja, wie wir gesagt haben, doch attraktiv ist für Ausländer, warum man nicht an die Informationen kommt? Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist ja generell so beim internationalen Steuerrecht, dass hier tatsächlich viele Ausnahmesituationen zu bedenken sind und viele Details zu bedenken sind. Und da gibt es einfach wenig, die sich dazu auskennen. Ich denke, in einem Land wie Mexiko ist es einfach so, die Ausländer, die dorthin ziehen, letztlich und sich für solche steuerlichen Themen interessieren, die waren früher sehr in der Minderheit. Meistens waren es ja sowieso amerikanische Rentner, die dann sowieso in den USA Steuern bezahlen müssen. Und erst in den letzten Jahren, wo im Grunde so viele digitale Nomaden dann dort nach Mexiko umgezogen sind, ist das ganze Thema eigentlich aktuell geworden. Und deswegen denke ich, ist man da noch nicht hier jetzt auf dem aktuellen Stand wirklich. Und deswegen wissen noch nicht viele Leute davon. Ich bin sicher, in Zukunft wird sich das ändern. Holen wir mal ganz weit aus. Was macht denn Mexiko so attraktiv? Warum wollen dort Leute hin? Ja, ich meine, das wissen wir wahrscheinlich alle selbst. Schönes Wetter, gutes Essen, zum Teil günstige Lebenshaltungskosten. Also ich meine, hat eine hohe Attraktivität. Natürlich, viele von uns denken natürlich gleich an Mexiko und da wird dann abgeknallt von irgendwelchen Drogendealern. Das ist sicherlich korrekt. Es gibt sicherlich dort eine gewisse Tendenz zur Gewalttätigkeit. Man muss einfach sich dort intelligent dann verhalten als Ausländer, bestimmte Gegenden meiden. Und es gibt natürlich auch Gegenden, die nicht davon betroffen sind, gerade im Süden von Mexiko, von der ganzen Gewalt. Mexico City hat sich trotz allem zum Hub Nummer 1 für digitale Nomaden weltweit entwickelt und ist die absolute Digital Nomad Capital in der Welt. Und das sicherlich nicht ohne Grund. Okay, lass uns über Steuern reden. Unter welchen Umständen wird man in Mexiko steuerpflichtig? Das ist ganz interessant. Also Mexiko hat nicht die 183-Tage-Regelung, sondern macht es im Grunde genommen ähnlich wie Deutschland. Mexiko sagt, du bist in Mexiko unbeschränkt steuerpflichtig, sobald du hier eine Wohnung hast oder deine Wohnung hast, ja, deinen Hauptwohnsitz hast. Wenn du jetzt allerdings mehrere Wohnungen hast, ja, das heißt, du hast jetzt nicht nur einen Wohnsitz in Mexiko, sondern auch einen Wohnsitz in einem anderen Land, ja, dann kommt es zur sogenannten Tiebreaker Rule. Das heißt, dann wird letztlich die unbeschränkte Steuerpflicht nicht auf der Basis des Wohnsitzes entschieden, sondern auf der Basis, wo sich das Zentrum deiner wirtschaftlichen Interessen befindet. Und nach mexikanischer Definition ist dieses in Mexiko, wenn mehr als 50% deiner Einkünfte aus einer mexikanischen Quelle kommen oder aber ein Großteil deiner beruflichen Tätigkeit sich in Mexiko abspielt. Also um nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn ich in Mexiko lebe als Freelancer, aber meine Kunden sind alle außerhalb Mexikos,
dann müsste ich keine Steuern zahlen. Nein, ich weiß, dass dieser Irrtum weit verbreitet ist und viele Digitalnomaden denken das. Ich hatte ja gerade gesagt, wenn du in Mexiko lebst und unter der Annahme natürlich, dass du noch einen Wohnsitz im Ausland hast. Wenn du keinen Wohnsitz im Ausland hast und typischer digitaler Nomade bist, dann bist du sowieso ja in Mexiko steuerpflichtig. Denn die mexikanische Steuerpflicht lässt sich ja nur vermeiden, wenn du einen Wohnsitz im Ausland hast. Nur dann ist es überhaupt möglich. Ja. Also einmal unter der Annahme, du bist digitaler Nomade, hast einen Wohnsitz im Ausland und hast irgendeine Ferienwohnung oder eine temporäre Wohnung in Mexiko. Ich hatte ja vorhin gesagt, dann kommt der Tiebreaker hier zum Tragen und der Tiebreaker sagt, entweder mehr als 50% deiner Einkünfte kommen aus Mexiko oder aber Mexiko ist letztlich der Ort, wo die meisten deiner beruflichen Tätigkeiten ausgeübt werden. Und wenn du jetzt digitaler Nomade bist, Programmierer zum Beispiel, in Mexiko dich aufhältst und dort vor Ort dann programmierst, dann ist ja letztlich der Ort deiner beruflichen Tätigkeit Mexiko und insofern wärst du dann eben in Mexiko unbeschränkt steuerpflichtig. Wie hoch sind denn die Steuern? Unattraktiv hoch, so wie in Deutschland. So, also das heißt, wichtig ist, dieses System oder dieser Status in Mexiko, lohnt sich im Grunde nur, wenn ich Einkünfte habe, die nicht an meine Arbeitszeit gebunden sind. Also zum Beispiel Kapitalerträge im Ausland. Also mal angenommen, ich lebe in Mexiko, mir gehört eine Firma in Malta, ich habe dort einen Geschäftsführer in Malta, ich leite nicht die Geschäfte selbst, ich bekomme dort Dividenden, zahle 5% Steuern in Malta auf die Gewinne. Dann kann ich die 95%, die übrig bleiben, steuerfrei in Mexiko beziehen. Können wir noch mal kurz auf den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen kommen und vor allen Dingen, wie man das zeigt, wo der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen ist. Was sind so Dinge, die sich denn die Steuerbehörde anschauen würden, wenn ich dort lebe und demonstrieren will, dass oder das nicht mein wirtschaftlicher Schwerpunkt in Mexiko ist? Der eine Punkt ist ja relativ klar. Das heißt, 50% meiner Einkünfte mehr als 50% meiner Einkünfte dürfen nicht aus Mexiko kommen. Das heißt, wenn ich natürlich hier einen Job habe in Mexiko, wenn ich vor Ort hier zum Beispiel investiere, ja, in ein mexikanisches Unternehmen, an der mexikanischen Börse, in mexikanische Unternehmen, dann haben ja alle meine Einkünfte eine mexikanische Quelle. Das heißt, das ist dann eigentlich relativ klar, dass wenn ich eben 50% mehr als mexikanische Einkünfte habe, ich dann in Mexiko unbeschränkt steuerpflichtig bin. Und wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, wenn natürlich meine berufliche Tätigkeit sich auf Mexiko konzentriert, ich halte mich dort auf, ich arbeite da, dann ist der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen auch in Mexiko und dort wird dann auch die Steuer fällig. Was man vielleicht noch sagen sollte, was hier in den Augen der mexikanischen Steuerbehörden laut dem Kollegen, mit dem ich gesprochen habe, besonders wichtig ist natürlich dann die Frage des Wohnsitzes, den ich ja im Ausland habe. Denn wie gesagt, wenn wir uns nochmal erinnern, ich hatte ja vorhin gesagt, die unbeschränkte Steuerpflicht in Mexiko, wenn ich mich dort länger aufhalte, dort eine Wohnung habe, dort ein Haus habe, lässt sich ja nur vermeiden, wenn ich im Ausland auch noch einen Wohnsitz habe. So, jetzt natürlich die spannende Frage. Wann hört meine Wohnung im Ausland auf, ein Wohnsitz zu sein? Ja, also mal angenommen, ich halte mich jetzt 5 Jahre am Stück in Mexiko auf, habe meine Wohnung in einem Land, wo ich nie bin, wo ich keine Steuern bezahle, kann ich dann immer noch mit Fug und Recht sagen, dass letztlich ich einen Wohnsitz im Ausland habe und nur einen Zweitwohnsitz in Mexiko habe. Ja, hier gibt es keine Definition im Gesetz. Ja, das heißt, hier kann ich jetzt nicht sagen, okay, halbes Jahr da, halbes Jahr dort oder ich gehe mal immer wieder zurück. Hier muss ich eben im Vorfeld mit einem Steuerberater, mit einem Anwalt ein Konzept erarbeiten, was genau eben darauf auch abzielt. Ja, da können so Dinge zum Beispiel dazu, habe ich in Mexiko ein Bankkonto, ja, was ich hauptsächlich als mein persönliches Bankkonto benutze. Das könnte ja ein Indiz dafür sein, dass eher dort mein Wohnsitz ist und nicht im Ausland. Manche Mandanten, die in Mexiko sind, die vermeiden deswegen komplett die Eröffnung eines mexikanischen Bankkontos. Erstens, weil man dafür eine Steuernummer braucht und dann ja mit Sicherheit in Mexiko auf dem Radar ist bei den Behörden. Hier muss man aber sich genau überlegen, wie lange plane ich in Mexiko zu bleiben.
Wenn ich natürlich nur 2 Jahre plane, dort zu bleiben, ist was ganz anderes, als wenn ich dort plane, 10 Jahre zu bleiben, 5 Jahre zu bleiben. Also hier kommt letztlich die eigene Planung ganz stark ins Spiel. Und hier muss man langfristig überlegen, wie ich das Ganze gestalten will. Und wir können dir natürlich dabei helfen. Wir haben sehr gute Anwälte in Mexiko. Die können es dann mit dir ausarbeiten. Wir können dir parallel helfen, den steuerlich günstigen Wohnsitz außerhalb Mexikos aufzubauen. Es hat natürlich absolut keinen Sinn zu sagen, dass dein Erstwohnsitz in Deutschland ist und dein Zweitwohnsitz in Mexiko. Das ist natürlich Blödsinn, bringt dir überhaupt nichts. Aber zum Beispiel zu sagen, Erstwohnsitz Malta, Erstwohnsitz Irland, diese Länder, wo es den Non-Dom-Status gibt, wo Auslandseinkünfte nicht besteuert werden, dort vielleicht eine Firma zu haben mit der notwendigen Substanz, das kann alles interessant sein. Da können wir dich natürlich bei intensiv unterstützen. Vielen Dank, Sebastian. Du sagtest gleich am Anfang, wie schwierig es ist, Informationen in Bezug auf Mexiko zu bekommen, die tatsächlich verlässlich sind. Du sagst natürlich, dass du Mandanten beraten kannst. Gibt es aber denn ein paar Quellen, wo du sagst, okay, das wäre es wert, sich mal anzuschauen? Also ich kenne leider keine Quellen. Die einzige Lösung, die wir gefunden haben, ist tatsächlich hier die Klinken zu putzen, Leute anzurufen, Anwälte anzurufen, mit denen zu sprechen, das Gespräch zu suchen, die entsprechenden Experten zu finden. Hier haben wir jetzt natürlich dann die entsprechende Expertise aufgebaut und wir haben die entsprechenden Partner. Aber ja, ich denke, man kann sich auf die meisten Informationen nicht verlassen. Und die Experten in Mexiko, die sich tatsächlich damit auskennen, die scheinen relativ wenig online zu publizieren. Wahrscheinlich deswegen, weil sie das Wissen auch irgendwo für sich selbst sichern wollen. Das kann ich mir vorstellen. Sebastian, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, die du uns über Mexiko gegeben hast. Dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Dir auch. Danke. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.